10 Jahre ist es her, dass wir dieses Stück Land gekauft haben. 10 Jahre Hitze, Regen und Handwerker. Manches ist hier Gold wert Manches ein Albtraum. und manches ist einfach nur hässlich. Willkommen zu The Good, The Bad and The Ugly. Hallo, hier ist Danny Cheers. Das ist der erste Teil von The Good, The Bad and The Ugly. Aber schmeißen wir erstmal einen Scheiß weg. Wer trinkt denn sowas? Und das ist tatsächlich auch das erste Video auf meinem Kanal. Also wenn euch der Rest interessiert, dann abonniert doch bitte unten. Lasst mir ein Like da oder was auch immer. Und vor allen Dingen, wenn euch spezielle Sachen interessieren, schreibt es einfach in die Kommentare. Und wir fangen an. Der erste Gewinner nach 10 Jahren sind diese weißen Steine hier. Porenbeton, Q-Korn, Hebel, Ytong oder wie auch immer ihr die Scheiße nennen wollt. Die verbessern schon massiv das Raumklima und sparen angeblich zwischen 20% bis 30% Stromkosten für die Klimaanlage. Hier dann vielleicht mal ein Blick in die Historie. Traditionell wurde ja in Thailand mit Holz gebaut und die Häuser waren auf Stelzen. Das war eigentlich das absolute Optimum hier in den Tropen. Anfang der 60er Jahre im letzten Jahrhundert wurden dann die Townhouses hochgezogen. Das sind halt diese typischen Häuser, die man heute noch überall sieht. Das sind halt Stahlbetonkonstruktionen mit Vollziegeln und das ist so ungefähr das Allerschlechteste, was man hier machen kann. Die billigste Variante heute als Kompromiss ist dann halt, dass man mit sogenannten Hohlziegeln mauert, aber die sind halt auch nicht das Optimale. Was Wärmedämmung und Geräuschdämmung angeht, sind die halt noch weit hinter Porenbeton. Aber wenn es finanziell möglich ist, tut euch den Gefallen und holt euch gleich den richtigen Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selber mal in so einem alten Backofen gewohnt hier. Das ist selbst über Nacht irgendwie noch extrem heiß, weil die Wände sich nie wirklich abkühlen. Also das ist jetzt hier in der neuen Bude ein absoluter Vorteil. Ihr dürft euch da keine Wunder versprechen. Es ist hier immer noch heiß im ersten Stock im Sommer, aber abends wird es halt viel schneller kühler und das Raumklima ist generell besser. Also ganz klare Empfehlung hier. Ansonsten wollt ihr gute Fenster und Türen haben. Die billigen Alurahmen, die man hier teilweise im Baumarkt kriegt, taugen nicht so viel. Im besten Fall sehen die nur scheiße aus. Im schlechtesten Fall wackeln die im Sturm wie ein Lämmerschwanz. Also ich empfehle da lieber gleich was Vernünftiges zu holen, habt ihr auf die Dauer länger Spaß dran. So, was mich tatsächlich überrascht hat, ist hier unser toller Laminatboden im ersten Stock. Da hatte ich wirklich die meisten Bedenken. Der sieht nach 10 Jahren noch größtenteils top aus. Die Macken, die da drin sind, haben wir quasi selbst verschuldet. War da und natürlich auch bei der Treppe hatte ich wirklich extreme Bedenken, gerade was auch Termiten hier angeht. Und da wir gerade beim Thema Termiten sind und hier auch schön die Wand hochfahren, hier gleich mal ein Pro-Tipp, euch keine Tapeten an die Wand. Das geht voll in die Hose. Unsere Nachbarn können da ein Lied von singen. Termiten verstecken sich normalerweise oder wohnen in der Erde, aber einmal im Jahr, so März oder April, kommen die halt in der Nacht raus und fliegen durch die Gegend. Also wenn ihr irgendwie in den Laternen unglaublich große Fliegenschwärme seht, das sind keine normalen Insekten, das sind Termiten. Und wenn ihr dann die Fenster oder Türen nicht zu habt, dann kommen die halt bei euch in eine Bude rein und ich sage euch, da habt ihr mittelfristig echt ein Problem. Dann ist nämlich richtig die am Dampfen. Also passt da auf, Leute. Was ich vielleicht noch so mittelgut ist, sind Fliesen unten im Erdgeschoss. Die halten es halt in den kälteren Tagen auf jeden Fall auch schön kühl hier unten. Warum die Fliesen nicht ganz so geil sind, zeige ich euch dann später im letzten Teil. Hier ist schon mal ein kleiner Hinweis, diese grauen Plastikmatten auf dem Boden. So, was nicht ganz so gut ist, sind die halt Mauerrisse. Sieht man schon, aber unten notdürftig geflickt. Damit muss man leider rechnen hier in Thailand. Wie man hier unten
unten sieht, ist der Boden schon mindestens 10 cm abgesunken. Thailand werden halt auch keine richtigen Fundamente gebaut, sondern die stehen sozusagen auf Stelzen. Und das führt dann halt nachher zu diesen ganzen Rissen hier im Mauerwerk. Und ich muss sagen, wir haben da noch Glück gehabt. Bei anderen Leuten sieht es wesentlich schlimmer aus. Mittelmäßig ist halt auch der Wasserdruck eigentlich fast überall in Thailand. Also eine Elektropumpe kommt da hier nicht rum. Wir haben uns hier irgendwie so eine Low-Cost-Variante zusammengefuckelt. Funktioniert noch, hat allerdings auch ein paar Nachteile. Dazu kommen wir später. Da oben sieht man schon, es ist halt die Vollkatastrophe, die sich jetzt seit 10 Jahren aufgetan hat. Wasserschaden im Badezimmer, das wird ein bisschen teurer, Leute. Um die Decke fängt es halt auch schon an zu gammeln. Ja, was hier nicht so ganz der Knüller ist, sind die Badarmaturen. Die Siphone, das mache ich jetzt nicht auf, aber die könnt ihr eigentlich alle 2 Jahre irgendwie zumindest sauber machen, aber meistens könnt ihr sie auch direkt wegschmeißen. Und was auch nicht so der Oberknüller ist, ist die Isolierung oben auf dem Dach. Und das mache ich heute mal wild exklusiv für euch auf, dann könnt ihr aber da mal einen Blick reinwerfen. So, Achtung, jetzt passiert's. So sieht es hier oben im Dach aus. Man sieht diese Aluminiumfolie, die unter die Dachpfannen gespannt ist. Aber das bringt ehrlicherweise nicht so maximal viel, würde ich mal behaupten. Was natürlich gut ist, dass es seit 10 Jahren überhaupt noch dran ist. Ja, der nächste komplette Mega-Fail ist leider, dass wir hier Lecks in den Leitungen haben. Das heißt, das Badezimmer ist komplett stillgelegt. Muss jetzt komplett renoviert werden. Hier kommt Wasser, kam Wasser hoch, nicht viel, aber man sieht es hier sogar noch. Es ist feucht und da muss hier irgendwo was in der Wand sein. Also überhaupt nicht cool. Das ist halt ein bisschen ein Problem. Man braucht halt Pumpen hier, habe ich ja schon gezeigt, damit der Wasserdruck stimmt, aber offensichtlich ist hier die handwerkliche Qualität von diesen blauen PVC-Rohren, die hier einfach zusammengeklebt und an der Wand gesetzt werden. Da kann man eventuell mit rechnen, dass das mittelfristig in die Hose geht, und da sind wir auch nicht mit alleine. Ja, die meisten Nachbarn haben ihr Bad schon mittlerweile neu renoviert, nach 5 bis 10 Jahren. Das ist halt irgendwie alles nicht so geil. Und dann der letzte Mega-Fail sind hier die Fliesen unten im Erdgeschoss. Die kommen jetzt nach und nach 10 Jahren hoch. Deshalb haben wir hier erstmal provisorisch diese Plastik reingelegt. Die haben halt vermutlich keinen richtigen Fliesenkleber hier benutzt, und damit sind wir auch nicht alleine. Unsere Nachbarn haben das größtenteils auch schon alles neu machen müssen. Komplette weil es kostet halt auch Geld. So, das sieht ja jetzt alles erstmal ziemlich wild aus, aber die wichtigste Frage ist ja, würde ich das Ganze so nach 10 Jahren noch einmal machen? Wir haben uns damals für den Kauf eines Hauses in einem sogenannten Moban entschieden. Der Vorteil, Vertrag unterschreiben, einziehen, fertig. Naja, bezahlen muss man den Teil natürlich auch noch. Das Hässliche, in der Regel werden die Häuser von Wanderarbeitern gebaut. Die Jungs haben teilweise 7-Tage-Wochen und die Unterbringung ist, sagen wir mal, suboptimal, um es diplomatisch zu formulieren. Jeder, der mal länger als 5 Tage auf Montage war, weiß, wie schnell da bei einem die Luft raus ist. Für die Kollegen hier ist es Dauermontage. Dementsprechend ist die Qualität, sagen wir mal, variabel. Da ist das Motto dann, Hauptsache die Hütte hält bis zur Übergabe. Ob der Fliesenkleber weggelassen wurde oder ob am Material gespart wurde, merkst du dann erst später. Mein Rat, richtet euch darauf ein, dass ihr wesentlich schneller renovieren müsst, als es in Deutschland der Fall wäre. Und passt auf, dass die Termiten nicht zum Frühstück kommen. In diesem Sinne, Rinjaun und aufgepasst. Bis zum nächsten Video, euer Danny. Cheers.